Jetzt geht's los und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus und schaukelt ganz schön. Ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, dann ist die Situation auch unter Kontrolle. Für die kraftschlüssige Ladung ist es wichtig, und damit beginnt im Prinzip immer alles, dass man mit diesen Anti-Rutschmatten arbeitet. Die Matte, die legen wir quasi unter die Beladung, die verhindert schon mal, dass uns die Ladung im Fahrzeug mal grundsätzlich wegrutschen kann. Wichtig ist dann, dass wir uns überlegen, wie positionieren wir die Ladung im Fahrzeug. Das heißt, man kann sich das im Prinzip ganz einfach merken, die schweren Gegenstände immer möglichst in der Fahrzeuglängsachse unterbringen und möglichst in die Mitte. Alles, was leichter wird, dann nach außen und nach oben. Also immer die schweren Sachen wirklich versuchen in der Mitte zu positionieren. Dabei aber immer auch auf die entsprechenden Achslasten dann nochmal achten, wie viel Kilogramm da eben zugelassen sind. Dann muss ich mich entscheiden, wie möchte ich denn jetzt die kraftschlüssige Ladung herstellen und wie möchte ich die Ladung sichern. Und dafür gibt es einfach unterschiedliche Varianten. Natürlich mit das beliebteste sind die Zurbänder. Mit denen kann man sehr, sehr gut arbeiten. Da einfach drauf achten, und das findet ihr immer hier an diesem blauen Label. Und hier kann man eben ganz gut lesen, was für eine Bruchlast hält eben dieses Zurbband aus und für wie viel Kilo Ladung ist es zugelassen. Wenn die nicht neu sein sollten, wie jetzt hier in unserem Fall, dann ist es ganz wichtig, die auch immer noch mal zu kontrollieren, dass die nicht irgendwo schon so kleine Risse haben, aufgefranst sind oder was auch immer. Denn das kann wirklich dann die Bruchlast von so einem Zurbband massiv minimieren. Man kann natürlich auch arbeiten hier mit diesen Spannnetzen. Die sind auch sehr gut geeignet, um eben dann die Ladung nach unten zu halten. In dem Fahrzeug haben wir auch noch Verzurschienen. Und dazu gibt es hier diese wunderbaren Häken. Und die kann man ganz einfach hier einrasten lassen. Das heißt, wir setzen die an über so eine Ausfräsung, drücken einmal hier in der Mitte drauf, verschieben die dann ein Stück und damit sind sie schon arretiert. Das heißt, hier haben wir schon mal Zurpunkte, wo ich mit den Zurgurten dann entsprechend auch rangehen kann. Ein bisschen mobiler noch als die schon montierte Schiene ist hier diese Klemmstange, die ich dann noch variabel im Fahrzeug anbringen kann und eben auch noch mal durch Drehen entsprechend sicher, und das verhindert dann auch ein Verrutschen der Ladung. Wichtig ist, bevor wir diese Zurösen hier unten verwenden, dass wir uns auch vergewissern, ob die eben für diese Ladung auch zugelassen sind. Das ist hier bei unserem Vito hier vorne, 500 Dekanewton. Das beschreibt eben die Bruchlast, also wie stark kann ich das anziehen und für wie viel Ladung ist es dann entsprechend auch ausgelegt. Jetzt würde ich sagen, beladen wir das Ganze mal. Hier haben wir ein Beispiel von kraftschlüssiger Ladungssicherung. Wir haben die Kartons in der Fahrzeugmitte positioniert und damit eben auch das Gewicht optimal zum Schwerpunkt hin dann platziert. Und ihr seht auch, könnt erkennen, mit den Zurbbändern haben wir diagonal die Ladung nach unten gesichert, damit quasi die Reibung erhöht und die Ladung kann eben dementsprechend nicht mehr verrutschen. Gleichzeitig haben wir noch zwei Spanngurte, einmal nach vorne und einmal nach hinten verspannt. Damit sichern wir eben die Ladung gegen das Verrutschen auch wieder nach vorne und nach hinten. Zusätzlich könnten wir jetzt noch hier diesen Sperrbalken mit einziehen. Der ist in der Länge justierbar und am Ende muss man den einfach durch Verschrauben noch festspannen und damit kann ich zusätzlich die Ladung noch mal sichern gegen das Verrutschen nach hinten.